Heute testen wir einen sequentiellen Shifter von AEO-Logs. Wie sich dieser High-End-Shifter im Härtetest schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. AEO-Logs hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt und ich habe die Importgebühren übernommen. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Der SIM Sequential Shifter von AEO-Logs kostet zwischen 170 und 200 US-Dollar je nach Ausstattung und kann über die Homepage des Anbieters bestellt werden. Die Ware wird direkt aus Russland versendet und für mich wurden 57 € Importgebühren fällig. Ich teste für euch das Modell mit verstellbaren Schaltknauf und der Sichtabdeckung. Alternativ könnt ihr auch einen kürzeren Schaltknauf oder eine Verlängerung sowie eine Deckplatte aus Metall bestellen. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Der Shifter wird in einer neutralen Verpackung mit Tischklemme, Werkzeug und USB-Kabel versendet und kann ohne die Installation einer Software betrieben werden. Wenn ihr die Farbe der LED anpassen wollt, dann könnt ihr dafür ein Tool unter dem Link in der Bedienungsanleitung herunterladen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Der AEO-Logs Shifter ist mit dem PC kompatibel. Konsolenkompatibilität ist mit dem erst kürzlich von mir vorgestellten Drive-Hub-Adapter möglich. Viel mehr gibt's dazu nicht zu berichten. Im Spiel weist ihr die Funktion Hochschalten zu, wenn ihr den Shifter zu euch zieht und Runterschalten, wenn ihr diesen von euch wegdrückt. Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Der Shifter bringt in zusammengebautem Zustand 1220 Gramm auf die Waage. Das Montagebracket wiegt 170 Gramm und die Halterung für die Tischmontage, die kommt auf ungefähr 330 Gramm. Die Abmessungen betragen 70 x 115 mm und das Gehäuse ist 55 mm hoch. Mit aufgeschraubtem Schaltknauf beträgt dann die Höhe zwischen 160 und 220 mm. Die Schaltauslösung ist unmittelbar nach der Ausgangsposition mit rund 3 Kilogramm am kräftigsten und hängt von der gewählten Hebellänge ab. Setzt man den Schaltknauf in die tiefste Position, dann liegen um die 4 Kilogramm Auslösekraft an. Die beiden Zentrierkugeln und eine Feder erzeugen den Widerstand. Wenn die Zentrierkugeln weggedrückt wurden, dann ist die Betätigungskraft bis zum Endanschlag etwas geringer. Zurück zur Mittellage rastet der Mechanismus über die beiden Kugeln und die Kerben ein. Ein mit der Schaltmechanik verbundener Bolzen löst die jeweiligen Schalter aus und das Signal wird dann abgegriffen. Stirnseitig wird der Shifter via beigelegten USB-Kabel angeschlossen. Kapitel Nummer 5, die Zusammenbau und Montage. Diese gelingt in wenigen Sekunden. Bringe den Schalthebel an und montiere dann den Schaltknauf in deiner bevorzugten Position in der Höhe. Danach wähle deine Montage über die Tischklemme oder direkt am Rig. Die Montageplatte verbindest du links, rechts oder unterseitig mit dem Gehäuse. Und danach schraubst du den Shifter an den Rig und bist startklar. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 6, das ist die Materialqualität und Verarbeitung. Der AEO-Logs Shifter ist abgesehen von wenigen Komponenten eine Vollmetallkonstruktion. Es handelt sich dabei um einen Mix aus Edelstahlprofilen und einem polierten Schaltknauf aus Aluminium. Die Profile der Halteplatte und Tischklemme sind 5 mm und das Gehäuse 3 mm dick. Der Aluschaltknauf weist einen Durchmesser von 34 mm auf
und wurde mit 3 Rillen versehen. Oberseitig wird der Shifter mit einem durchsichtigen Fenster aus Kunststoff oder gegen einen Aufpreis von $10 mit einer Vollmetallabdeckung ausgeliefert. Alle Kanten, die wurden sauber entgratet und passgenau zusammengesetzt. Die Spaltmaße sehen sehr vorbildlich und ordentlich aus. Kapitel Nummer 7, die Haptik. Der Ersteindruck ist hochmassiv und genauso fühlt sich die Schaltbetätigung auch an. Alles rastet satt und kräftig ein und in der Mechanik ist absolut kein Spiel auszumachen. Die Tischklemme verdient ihren Namen und setzt den massiven Eindruck fort. Kapitel Nummer 8, ein subjektives Kapitel, die Optik. Der Aeolox Shifter springt kompakt und sehr massiv ins Auge. Das stirnseitige Branding ist unaufdringlich, genauso wie die LED-Beleuchtung. Aeolox unterstreicht mit dem Design einen Understatement-Look. Kapitel Nummer 9, die Akustik. Im Einsatz ist der Shifter knackig hörbar. Mit um die 72 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung ist der Shifter nicht für einen ruhigen Raum gedacht. Das Schaltgeräusch ist nicht extrem laut, aber doch sehr deutlich wahrnehmbar. Machen wir weiter mit dem Hauptkapitel unseren Rennstreckentests. Auf der Rennstrecke macht der Shifter einen hochsoliden Eindruck. Die Mechanik und Schaltauslösung ist ohne Kompromisse spielfrei. Das Rückstellmoment und Einrasten fühlt sich sehr realistisch und äußerst präzise an. Ghost Shifting ist mit diesem Shifter kein Thema mehr. Der Schaltknauf fühlt sich komfortabel und sehr glatt poliert an. Die Rundung liegt dabei gut in der Hand und macht den Shifter langstreckentauglich. Für die optimale Positionierung bietet der Shifter zahlreiche Montagepositionen dank der vielen Bohrungen über dieses Montagebracket. Kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen und positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negative Aspekte. Eines der wenigen Produkte in meinem Kanal, bei dem es kaum etwas zu kritisieren gibt. In Sachen LED würde ich eine bessere Positionierung bevorzugen, wenn dieses Feature schon angeboten wird. Die wunderschöne Schaltmechanik im Innenleben könnte durch eine bessere Positionierung von einer oder mehreren LEDs super ausgeleuchtet werden. Somit bleibt dieser Aspekt ein kaum sichtbares Ausstattungsdetail. Einziger spürbarer Kritikpunkt sind knapp 60 € Importkosten, die einen fairen Grundpreis für mich deutlich verteuern. Diesen Aspekt müsst ihr in eurem Budget unbedingt einplanen, wenn ihr diesen Shifter anschaffen wollt und ebenso wie ich Importgebühren bezahlen müsst. Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Die Optik hinterlässt für mich einen neutralen Eindruck, ist aber wie üblich rein subjektiv gelagert. Viele sichtbare Schrauben und die ineinander gesteckten Profile hinterlassen einen nicht aufgeräumten Eindruck in meinen Augen. Mit einer angesteckten Abdeckplatte seitlich könnte man dies entschärfen und der Shifter würde seitlich betrachtet deutlich aufgeräumter und edler daherkommen. Zweiter neutraler Aspekt ist für mich der etwas zu klein gewählte Durchmesser des Schaltknaufs. Hier hätte in meinen Augen gut 5 bis 10 mm mehr Durchmesser gut getan, aber auch das ist eine subjektive Feststellung meinerseits. Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Das Schaltgefühl markiert bis dato die Speerspitze meiner getesteten sequentiellen Shifter. Hier macht Aeolox alles richtig und wenn man die Exaktheit mit anderen Produkten am Markt vergleicht, dann spürt man, dass dieser Shifter in einer ganz anderen Liga spielt. Der Shifter ist in meinen Augen ein Wolf im Schafspelz. Von außen betrachtet eher kompakt und sehr unauffällig, aber im Inneren ein Biest. Passend dazu ist die knackige Akustik ein Genuss in meinen Ohren. Und über die Verarbeitungsqualität gibt's nur Gutes zu berichten und die eingesetzten Materialien unterstreichen dies. Die Montage über ein Haltebracket sieht eher behelfsmäßig aus, erfüllt aber einen super Job in Sachen Ergonomie und Montagemöglichkeiten. Hier ist jede Montageposition mit Anstellwinkel in Kürze eingestellt und sollte an jedem Rig ohne Probleme realisiert werden können. Kommen wir zum Fazit und zur Kaufempfehlung. Wenn du einen sequentiellen Shifter ohne Kompromisse suchst und dir die Kosten inklusive möglichen Importsteuern ins Budget passen, dann kannst du mit dem Aeolox Shifter beruhigt zuschlagen. Benutzt du den Shifter an einem Tisch, dann sollte selbiger stabil sein. Die Tischklemme überträgt nämlich genau das, was der Shifter auch leisten und liefern kann. Bedenke dies auch an deinem Rig.
Der Shifter geht sehr kräftig zur Sache und deine Shifterhalterung am Rig sollte da auch mitspielen. Und jetzt seid ihr am Zug. Loggt euch bitte bei YouTube ein und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Postet bitte, was ihr von dem hier vorgestellten Aiolox Shifter haltet. All dies würde mich wie immer interessieren. Und so kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Sehr oft von euch in meinem Kanal gewünscht und nun endlich ist es da. Das RSeed P1 Rig habe ich bereits aufgebaut und befindet sich im Testeinsatz. Ich werde euch zu diesem massiven High-End Rig sehr ausführliche Tests bereitstellen. Weiters wird es ein Kurzreview zu den NUR Simulation Pedalen geben. Da hat es ein kleines Upgrade gegeben, welches ich euch nicht vorenthalten möchte. Und auch von Fanatec wird es wieder einmal ein Review geben. Das Clubsport Formula 2.5X ist bei mir eingetroffen und befindet sich bereits im Testeinsatz. Auch dazu wie immer ein sehr ausführliches Review von meiner Seite. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.